Raphael. Ja, aber dann haben wir eine kaputte. Aber so. Yeah, I thought we had a chance, but Gut. I can't afford to die here. Mamma mia, ey. Ja, gut. Don't expect me to go easy on you because Bruder, Lesitär? Was zum Fick? Dein Ernst, Lesitär? Really? Really? Really, Lesitär? Wirklich? Mit was für einem Angriff ziehst du denn unglaublich viel, hä? Ach, Digga, dunkle Spieße. Ach, weißt du, muss nicht sein. Oh, ist das schlecht, Leute. Mann. Das Problem ist, egal was ich mache, es ist alles in dem Weg. Oh, ist das schlecht einfach nur. Ist das schlecht. Und vor allem, ich bin im fucking Wald. don't expect me to go so Digga! Das Spiel cheatet einfach komplett. Jungs! Waffenvorteil! Wird ein Fick drauf gegeben. Waldvorteil! Wird ein Fick drauf gegeben. Jungs! Jetzt mal ernsthaft. Was ist los bei euch? Mama mia! Alter, alles nur wegen dieser verfickten... Digga! I'll comply. Ist das schlecht einfach nur. Nur weil Lesitär meint, Gott gleich zu spielen. they Ah, Junge. What's my strategy? Leon? Ist okay. So sad that our kill. Ey, Lesitär, willst du mich ficken oder was? Komm hier hin, Alter! Boah, Alter! Cheatet die auch noch schön da hinten, dass sie auch nicht zu mir kommt. I am prepared. Alter! So, jetzt lass mich in Ruhe erstmal... Wieso stirbst du nicht? Bestimmt irgendeine Cheat-Magie wieder gerade an. I'd be honored. Gehe jetzt mal von aus. I'll cut through. Nee, irgendeiner der Schützen tot. Du hast es nicht. Du auch nicht. Von wem wirst du denn geschützt? Wer schützt dich denn? ready when you are. I'm your girl. Dann töten wir einfach jeden. Ende. Irgendeiner wird dich nicht schützen können. Hier haben wir noch irgendeiner, der sich schützt. Aber wer schützt dich denn? So close. Not too easy.
Ach so, und jetzt nicht mehr. So you're actually alive. Anyway. Yeah, Mhm. I can't. I pushed too hard. Well done. What's the plan? Der Plan ist, dass alle sterben. Ja, das bringt nichts. I owe you. Ah. Ja, wir machen jetzt Überlänge in diesem Part. Okay, jetzt kommt Hilda. Was kommt Hilda? Okay. Alright. Gut, Lisite hat sich endlich mal rausgetraut. Die sind da. Auf jeden Fall lächerlich zu viele Prozente. Don't expect me to go. I thought. Na, jetzt geht es erstmal darum, dass wir genügend Einheiten töten. Den Rest können wir nämlich alles später erledigen. So helpful. At your service. Gut, der Magier ist tot. Ah, der Ritter ist tot. Leave it. So, der Rittmeister ist auch erledigt. Ja, sorry, es nervt einfach nur, wenn meine tollen Einheiten alle einer nach dem anderen drauf geht, kotzt das einfach an. Thank you. Ja, ist klar. I must. Sorry, Ingrid. Thanks. Fighting on. So. Bernie ausschalten. Weil ihre Balliste ist einfach zu nervig. Burn it. Blöde ist nur, dass wir Petra jetzt noch vor uns haben. I'm getting. Die nervt ein bisschen. Aber unsere Lage ist alles in allem ein bisschen entspannter. So ein bisschen auf jeden Fall. Wow, doch so viel Prozent. Ich kill dich von der Entfernung. You didn't forget about me, did you? I have to. Ich kill dich einfach von der Entfernung, Ende. So, das heißt, die kann jetzt nichts mehr, kann nicht mehr meine Einheiten killen. So. Just like that. Sorry.
So. For Adrestia and for Ach komm, die hat auch jetzt wirklich noch... Die hat wirklich noch die Kackeier. Huh, thanks. Na, hätte ja klappen können. ...41, 47, 39, 51... Das hat getroffen. Aber auch nur, weil wir alle nebeneinander stehen. Hast du sonst irgendeine Kampftechnik, die uns noch helfen könnte? Das sieht nicht schlecht aus. Fallsturm 47, nein, dann nehme ich lieber die 71%. Ach komm! Mein Gegner hilfst du doch auch immer mit den 71%. Aber 68% hat getroffen, ne? Makes sense. Ja, ich lasse Dimitri jetzt auch nur so lange überleben, weil der Gute muss Edeka töten. Wir spielen seine Story, das heißt, bei ihm muss es halt laufen. Ist halt einfach so. wait. I'm impressed. You're a big help. Scheiße. Hätte auch sein können, dass es mal daneben geht, ey. Und ich war eigentlich noch so siegessicher, dass meine Einheiten ultramächtig sind. Ja, Pustekuchen. Von der Ultramächtigkeit spüre ich nix. Also jedenfalls nicht allzu viel. Gut, der ist gleich tot. You're so on top of it. Na komm, dann Silberschwert. You're in tip-top shape. Es reicht, dass er drauf geht. Sorry. So, im Grunde ist glaube ich auch nur noch Edelgard und Magier. Okay. Sollte noch.
So. Eigentlich nur um den Damage zu kompensieren ein bisschen. Ach, weißt du was, juckt niemanden. As I expected. Ah. Ich darf die in der Hand. I don't need help. Tja, dann mach das. Ah ne, warte. Ich hab grad geschützt. Greifen Sie doch lieber links an. I will destroy both the kingdom and... Just Naja, dachte ich mir schon, der kann, kann froh sein, dass er überhaupt noch lebt. Oh Mann. So. Not bad at all. Edelgard, ich glaube, das sieht nicht gut aus. War das nicht irgendwie, als wir die Rollen vertauscht haben, was zufälligerweise auch diese Schlacht war, glaube ich. Nee, das war kurz vor 4D Yard. Sorry, ich habe nichts gesagt. Wobei der Schlachtfeld sah anders aus, sorry. Auf jeden Fall, als wir Edelgard mit Dimitri, ich glaube, da haben wir den auch komplett weggeklatscht. Tja, auf jeden Fall. stab your chest, break your neck, smash your head. I will allow you to choose your own death. I'm not interested in methods of dying. All that matters is when death takes place, not how. And I have no intention of dying today. I'm sure all of the people you've slaughtered so far thought the same. Das wäre jetzt hart gewesen, wenn der Critical kommen wäre. I lost. Just as expected, you aren't making my path an easy one. Okay. I must retreat for now. We'll meet again on the battlefield. Mhm. So, you think you can escape Edelgard? Your Highness! You're alive. We have to retreat to the Great Bridge of Murden. That woman. We failed to capture her. I will keep pursuing. The rest of you, keep fighting! I'm so sorry, but we can't do that. I understand how you feel, but the Imperial Army is closing in. I'll kill all of them. No matter how many hundreds or thousands of them there are! You! What are you doing here? It's too dangerous. Fall back, now! Your Highness! You are... Have I caught you off guard, Your Highness? Aww, does it hurt? I bet it hurts real bad, doesn't it? But it's nothing compared to what my brother felt. You will never be forgiven, you know. I will never forgive you. You must be... You filthy monster. It's time to die! Dimitri!
Professor! Do it now! Brother, help me. Rodrigue! Your Highness, are you safe? Please tell me it wasn't in vain. This punishment, it was mine to bear. There are no sins or punishments on the battlefield. No, don't die. Please don't die. Father, stepmother, Glenn, they all died and left me behind. Rodrigue, are you to join the ghosts who shadow my every move? This is my fault. I'm the one who killed you, as surely as though I had wielded the blade. Your Highness, you have one thing terribly wrong. None of them, none of us, died for you. I'm dying for what I believe in, just as they did. Your life is your own. It belongs to no other, living or dead. Live for what you believe in. Dimitri, my boy, you really do look just like His Majesty. What are you saying, Lambert? I am heading to Dusker, and before you start, nothing you could say would change my mind. You worry too much, my friend. So far, relations with Dusker have been going smoothly, wouldn't you say? You, of all people, should appreciate how critical these negotiations are. Of course I do, but for the king himself to make the journey, you must admit that it's dangerous. And His Highness is still so young. If the worst should happen... Even if the worst should happen, he would be okay. He's a smart boy, Rodrigue. Even if he should lose his father, I have no doubt that he will grow to be a good and respectable man. Lambert. However, if he ever starts down the wrong path, and I am not here to set him straight, I am trusting you to do so in my stead, old friend. Promise me. Lambert, my promise. What do you want? It doesn't concern you. Get out of my way. No. Silence! You have no idea what you're talking about. Death is the end. No matter how much lingering regret a person has, after death, they are powerless. They cannot even wish for revenge, much less seek it out. Hatred, regret, those burdens fall on the shoulders of those who are left behind. And so I must continue down this path. I already told you as much. It is far too late to stop. Do not waste your breath with some nonsense about how I should move on with my life for their sake. That is merely the logic of the living. It's meaningless. Those who died with lingering regret, they will not loose their hold on me so easily. But you seem to have all the answers. So tell me, Professor. Please tell me. How do I silence their desperate pleas? How do I save them? Ever since that day 9 years ago, I have lived only to avenge the fallen. Even my time at the Officers' Academy was also that I could secure my revenge and clear away the regret of the dead.
It was the only thing that kept me alive. My only reason to keep moving forward. But then who or what should I live for? What I believe in. Rodrigue said the same thing. But is it possible? I am a murderous monster. My hands are stained red. Could one such as I truly hope for such a life? As the sole survivor of that day, do I have the right to live for myself? Your hands are so warm. Have they always been? Part 2. Azure Moon. Heartstring Moon. The King's Triumphant Return. Following the death of Rodrigue, Dimitri begins to question his desire for revenge. His troubled mind turns to the kingdom capital and how he might end the chaos plaguing Fargus once and for all. Our victory at Drondor was certainly a turning point for us. However, Rodrigue's death has been difficult to bear. We've lost considerable military strength and resources. Unfortunately, with things as they are now, I don't think House Gautier has any resources to spare. I'm sorry. I really wish we could help. If only House Galatea had anything to give. If we split up the soldiers currently defending the monastery, we should have sufficient numbers to invade the Empire. But even then... Your Highness, you should be resting. Your wounds are still healing. I am well, I assure you. More importantly, may I have a moment of your time? Thank you. I wish to apologize to all of you. I have led you down this dark path with me, and have caused so much suffering along the way. I cannot tell you how sorry I am for my behavior. There is no apology I could offer that would be sufficient. And how do you intend to make up for my father's death? Felix, I realize words alone are not enough to repent, but I fear they are all I have. I'm not after more empty words. I want you to speak through your actions. I know that no amount of regret can ever bring back the lives we have lost. I know that well. It is like patching up a tear with a different material. Things can never be as they were. The best I can hope for is to make things whole again. I wish to do the right thing from now on. That is why I have made a decision. I intend to take back the kingdom capital. I wish to save our people. Those who I turned my back on for far too long. To follow my heart and do the right thing. That is the only way I can atone for my sins. Your Highness. If we can win back Ferdinand, it will give us the advantage in our war against the Empire. As one who has served the royal family for ages, know that your words bring me great joy and pride.
That said, I must point out that if we make for Ferdiad, the Emperor's head will slip further out of reach. Can you live with that? I still hold hatred in my heart for her, and for the ones responsible for the tragedy. That I will carry with me until death. But my life is my own. It belongs to no one else, and it is high time that I started living for what I believe in. I will no longer allow the voices of the dead to bind me. This is something that I must do. No. Something that I am choosing to do. I will accomplish my aim, even if it means risking my life to do so. Understood, Your Highness. So, any objections? You are correct. We cannot afford to die in vain by recklessly challenging the Empire. I'm worried about Lady Rhea. But if this is the choice you've made, I support it. I am at your command, Your Highness. I will follow you anywhere. My sword is at your service, Your Highness. I'll help too. The people in Ferdiad need us. Fine, I'll help you, in my father's stead. But in return, you must win. You know that, don't you, Dimitri? I do. And I swear on my father's lance that we will prevail. Then it is decided. It seems this war council has much to discuss. Our next stop is Ferdiad, the kingdom capital, for the future of Vargas. Okay, Leute. Wir haben jetzt Überlänge gemacht. Ich tippe mal, ich werde das jetzt in 2 Parts cutten. Ich wollte das jetzt aber gerne so zusammen drin lassen, weil es einfach wichtig ist. Ja, freut mich natürlich, dass jetzt Dimitri wieder klar im Kopf ist und dass ja, das richtige Ziel jetzt endlich oder das vermeintlich richtige Ziel endlich ja, in Reichweite ist. Ja, ich bin gespannt, wie es enden wird. Also geht doch noch nicht super schnell zu Ende. Ich werde es aber halt relativ schnell. Ja, dass wir rushen auf jeden Fall. Ah, das Blöde ist einfach dieser blöde Kalender. Ach Mann. Ich meine, Engage war auch langwierig, weil die Dialoge einfach immens lange gegangen sind. Und dass ich dann teilweise auch in 2, 3, 4 Stunden Aufnahme teils auch nur 2, 3 eine Handvoll Kapitel oder weniger zusammen hatte. Weil die Kämpfe einfach immens lange gedauert haben. Und Dialoge. Aber irgendwie, ich finde das irgendwie so blöd. Aber da, wenn man jetzt nur die Quests und Nebenquests so sehen würde, wäre das Spiel anscheinend zu dünn. Aber trotzdem, ich mag das. Ich mag's nicht. Sag ich ganz ehrlich. Na gut, Leute. Das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Beziehungsweise, ich werde das jetzt in 2 Parts machen. Genau. Weil das ist viel zu lang, das wird viel zu lange dauern, bis ich das alles bearbeitet etc. Wird in 2 Parts kommen, sorry. Ja. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beide Parts einen Daumen nach oben gibt. Und ja. Würde mich sehr über ein Abo freuen. Motiviert und unterstützt mich weiterhin hier durchzuziehen, weil ich habe mega Bock. Und ja, wenn ihr das tut, empfehle ich euch auf jeden Fall die Glocke zu aktivieren. Es kommen 2 Videos pro Tag raus. Deswegen, und dadurch kriegt ihr eine schicke Bemerkung oder Anmerkung oder Benachrichtigung, dass was Neues bei mir hochgeladen wurde. Und ja, genau, dadurch verpasst ihr nichts und hilft mir. So, Leute, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Fire Emblem Three House, die Dimitri-Route. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.